Heute machen wir gebratenen Lachs mit echtem italienischem Risotto, ein bisschen Parmigiano Reggiano, ein bisschen Pomodore, ein bisschen Spinat, original wie bei einer echten italienischen Mama. Bella Italia, bravissimo! Beginnen wir am besten mit dem Risotto im Schnelldurchlauf, weil ich euch bereits das klassische Risotto-Rezept gezeigt habe und das nochmal am Ende des Videos und unten in den Kommentaren verlinken werde. Die Zwiebeln bzw. die Schalotten und den Risotto-Reis habe ich farblos angeschwitzt, mit Weißwein abgelöscht und mit Fond schrittweise aufgefüllt und köcheln gelassen. Nicht zu viel rühren bitte. Wenn die gesamte Brühe schrittweise eingearbeitet wurde, dann noch die kalte Butter und den frisch geriebenen Parmesan einrühren. Ein bisschen Brühe würde ich allerdings übrig lassen, weil bis der Fisch gleich fertig ist, muss man in das Risotto vielleicht doch noch ein bisschen Fond reingeben, damit es sich wieder lockert bzw. schlotzig wird. Meinen Lachs habe ich im Ganzen gekauft und selbst filetiert. Bestimmt hast du das auf Instagram gesehen, falls du mir dort folgst. Jetzt schneide ich mir 2 anständige Stücke runter und mache daraus 2 Portionen. In der Zwischenzeit kannst du schon mal Öl heiß machen und gerne mit Rosmarin, Thymian und Knoblauchzehen arbeiten. Dadurch wird das Fett aromatisiert und das Aroma geht dann später auf den Fisch über. An dieser Stelle darfst du auch gerne meinen YouTube-Kanal kostenlos abonnieren. Der Lachs wird mit der Hautseite natürlich in die schön vorgeheizte Pfanne gegeben. Die Haut will ich knusprig haben. Die Haut wird bei mir nicht ziseliert, also nicht eingeschnitten, und wenn du das Gefühl hast, dass der Lachs sich krümmt und die Haut nur noch an den Rändern knusprig wird sozusagen, dann kannst du den Lachs ruhig etwas nach unten drücken, damit die gesamte Haut Kontakt zu der Pfanne hat. Man kann auch gerne etwas drauflegen, um Druck zu erzeugen. Keine Angst, es wird nicht so viel Druck ausgeübt, dass der Saft rausfließt und der Lachs trocken wird. Ich gebe auch gerne eine Butterflocke dazu am Ende, um den Geschmack zu intensivieren, und übergieße, also arrosiere gerne den Fisch mit dem aromatisierten Fett. Meinen Backofen habe ich auf etwa 100 Grad vorgeheizt, weil der Lachs, je nachdem wie dick er ist, nach 5, 6, 7 Minuten in der Pfanne für weitere wenige Minuten in den Ofen kommt, damit ich den Spinat und die Pomodore fertigstellen kann. Bitte jetzt die Hautseite oben lassen, damit sie schön knusprig bleibt. Die Tomaten kommen jetzt in die heiße Pfanne und werden 30 bis 40 Sekunden lang durchgeschwenkt, gesalzen und kommen wieder raus. Jetzt kommt der Spinat rein und auch der braucht wirklich nur 20 bis 30 Sekunden, bis er zusammenfällt. Zum Spinat passt auch gerne geriebene Knoblauchzehe, Salz, vielleicht ein bisschen Pfeffer und gerne auch frisch geriebene Muskatnuss. Herd ausmachen und jetzt kann alles angerichtet werden. Risotto kommt auf den Teller und wie gesagt, wenn nötig noch etwas Fond mit reingeben, damit es wieder schön cremig bleibt. Fisch kommt oben drauf mit der knusprigen Hautseite nach oben bitte, damit es auch knusprig bleibt. Bisschen Salz drauf, ich habe hier Fleur de Sel verwendet, bisschen Pfeffer und dann kann auch schon der Spinat drauf gepackt und die Tomaten drumherum verteilt werden. Von mir aus auch gerne mit etwas Dill und Zitrone verfeinern. Meinen Kanal abonnieren, den Fisch genießen und bitte gesund bleiben.